Frankreich, nördliches Aquitanien 1359 während des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England. Frankreich wurde gerade in der Nähe von Oran verheerend von den Engländern geschlagen. Der französische König in Gefangenschaft in London und eine Ausgangssituation für König Edward III. Von England, großmütig zu sein gegen den verbleibenden englischen Lords. Es gibt einen Vertrag, einen Waffenstillstand, der ihn auch als König von Aquitanien vorsieht, und sofern die Adligen diesen Vertrag akzeptieren und sich daran halten, erhalten sie ihre Freiheit und sie können auch ihre Ländereien weiterhin behalten. Natürlich führt es zu Murren den Lords, aber sie ziehen sich erst einmal zurück. Ebenso König Edward, der wieder nach England zurückkehrt, aber seinen Sohn Edward IV., den Prinz von Wales, als seinen Stellvertreter zurücklässt mit einigen Fähigen, seiner besten Ritter, um die Ordnung in Aquitanien aufrechtzuerhalten. Natürlich planen im Hintergrund bereits die französischen Adligen, was man dagegen tun kann, besonders ein Comte de Ville, der ja schon einen Plan hat, nachdem eine Lady Holland, die Gräfin von Kent, das Anwesen ihres verstorbenen Gatten bezieht, wird sie prompt entführt und von fortan als Druckmittel, als Erpressungsmittel gegen den Prinzen von Wales benutzt, der sich erstmal was einfallen lassen muss, wie er diesen Adligen hier entgegenschreitet. So viel erstmal zur Ausgangssituation. Und damit willkommen beim Filmgemanze. Der Film Der Schwarze Prinz im Original The Dark Avenger, im amerikanischen lief er unter dem Titel The Warriors aus dem Jahr 1955 mit einer Spielzeit von 85 Minuten. Ist ein Abenteuerfilm, Mantel- und Degenfilm, entstand unter der Regie von Henry Levin, den man kennen könnte aus Die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder Die Wunderwelt der Gebrüder Grimm. Gedreht hat er dann hauptsächlich in England, in Hertfordshire und in Boreham Wood und natürlich in den Elstree Studios von MGM, wo man auch die Sets von dem auch sehr bekannten Film Ivanhoe wiederverwendet hat, nämlich die komplette Burganlage, die man ja extra wegen dem Film gebaut hat. Burg Tocklestone wurde auch hier in Der Schwarze Prinz wieder verwendet, wie wahrscheinlich auch einige Kostüme und andere Teile vom Set, Requisiten. Das Ganze ist auch entsprechend eine britisch- und amerikanische Produktion. Wir haben hier in den Hauptrollen Errol Flynn als Prinz Edward IV., Prinz von Wales. Wir haben Joan Drew als Lady Joan Holland, die Gräfin von Kent. Wir haben Patrick Holt als Sir Alice. Wir haben Michael Hordern als König Edward III. Und Rupert Davis als Sir John in den Hauptrollen. Der Film ist in gewisser Weise ein Schwanengesang von Errol Flynn, was das Genre des Mantel- und Degenfilms oder nennen wir das Genre des Abenteuerfilms, Swashbuckler-Films angeht. 1955, das war 4 Jahre vor seinem Tod, als er 1959 an einem Herzinfarkt starb. Und er war zu dem Zeitpunkt von Der Schwarze Prinz ja eigentlich schon bereits zu alt für die Rolle. Er hat es auch selbst im Anfang, hat er sich etwas gezögert, die Rolle anzunehmen mit seinen damals schon 45 Jahren. Aber letztendlich hat er sie dann doch angenommen. Aber man sieht ihm im Film sein Alter, seinen Lebenswandel, seinen Alkohol- und Drogenkonsum wirklich sehr, sehr heftig an. Er wirkt wirklich nur noch wie ein Schatten seiner selbst. Das ist nicht schön. Im Vergleich dazu Michael Horden, der den König von England, König Edward III. Spielt, ist als Schauspieler 2 Jahre jünger als Errol Flynn in dem Film. Das also heißt schon einiges über die Idee der Besetzung. Und bei Flynn sieht man im Film auch, dass er insgesamt nicht mehr so agil wie früher wirkt, nicht mehr so temporeich, nicht mehr so spitzbübisch, wie man ihn kennt. Da ist nichts mehr mit über Bänke und Tische springen. Es gibt in dem Film eine Szene, ein Duell,
mit dem Hauptmann der Wache, gespielt von Christopher Lee, der zwar eigentlich nirgendwo im Cast auftaucht, aber es ist Christopher Lee. Und diese Szene wirkt wirklich sehr müde und behäbig. Und wie Errol Flynn dann quasi das Schwert einfach bloß schräg gegenhält, dass Christopher Lee draufkloppen kann, das ist, wenn man jetzt im Vergleich sieht, zum Beispiel die Fechtszene in Robin Hood zwischen Robin Hood und Basil Rathbone, das ja eine der bedeutendsten Fechtszenen in den goldenen Zeiten Hollywoods war und viele, viele Jahrzehnte als Referenz galt, davon ist ja nichts mehr zu sehen. Das ist alles wirklich nur noch schockierend schlecht. Und man merkt es ihm auch vor allem an seinen Augen an, die früher sehr, finde ich, sehr, eben dieses Spitzbübische, diese Augen, die irgendwie immer sehr lebendig wirken hier eigentlich nur noch stumpf. Es gibt auch eine Szene, wo er mit Sir John in eine Ortschaft kommt, und in der deutschen Version fällt es nicht so wirklich auf. Aber wenn man sich dann mal die englische Version anschaut, und er brabbelt nur irgendwas vor sich hin, und es wirkt wirklich, als wäre er hier gerade unter starkem Alkoholeinfluss, also betrunken. Das ist ebenfalls wieder nicht schön anzuschauen, und wirklich ein Armutszeugnis für Errol Flynn. Und man hat einfach im ganzen Film immer das Problem, man sieht Errol Flynn, und man wünscht sich eigentlich nur den jungen Errol Flynn zurück. Den agilen, diesen flotten, diesen aus Captain Blood oder aus Robin Hood. Es sind für mich zwei verschiedene Figuren. Das ist gar nicht mehr zu vergleichen hier. Es ist natürlich so, dass er in den sagen wir, meisten vielen Szenen natürlich gedoubelt wurde. Das heißt, durch irgendwelche Stuntmen stecken dann in den Ritterrüstungen, wenn man sein Gesicht nicht sieht. Es gibt auch mehrere Fechtszenen in Rüstung, wo er dann von dem Doppelgoldgewinner, Olympiagewinner Raymond Paul gedoubelt wird, der hier die Fechtszenen übernimmt, die er ja auch nicht mehr so wirklich hinbekommt, wie ich gerade vorher geschildert habe. Ähm, Insgesamt kann man sagen, der Film ist historisch gesehen natürlich nicht korrekt, wie meistens nicht in solchen Abenteuerfilmen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also zuletzt, wenn man sich Ridley Scott's Napoleon, ich habe jetzt noch nicht gesehen, aber auch hier scheint einiges nicht historisch korrekt dargestellt zu sein. Also auch bei Ridley Scott, oder nehmen wir mal Troja, ist ein komplett historisch unkorrekter Film, aber das ist natürlich hier auch nicht anders, damit muss man leben. Aber als reiner Unterhaltungsfilm, Abenteuerfilm, kommt der Film relativ sympathisch kompakt drüber. Er ist okay. Er wirkt zwar ein bisschen formelhaft, wie er aufgezogen ist, und kann mit den ganz großen Vertretern die gleichen Genres nicht mithalten. Also er ist, ich will nicht sagen, dass er billig ist, das ist er nicht, aber natürlich ist er nicht so aufwendig gestaltet wie ein Ivanhoe oder vielleicht jetzt noch ein Robert Taylor-Film zu nennen, Die Ritter der Tafelrunde. Das ist ja noch wesentlich eine Liga drüber. Aber man kann ihn sich schon anschauen, wenn man nur nach der Unterhaltung sucht. Aber das Problem des Films ist einfach, wie ich jetzt schon ausführlich geschildert habe, Errol Flynn, der hier wirklich ein schockierendes Trauerspiel abliefert. Und gerade für Fans von Errol Flynn, muss ich sagen, ist das wirklich tragisch. Also, und das kann ich dann auch irgendwie, ich mag Errol Flynn wirklich sehr, einer der ganz großen Stars aus den goldenen Zeiten Hollywoods, ein so charismatischer Darsteller gewesen, und in dem Film ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Und dafür muss ich sagen, das kann man wahrscheinlich nicht wirklich ausblenden, wenn man Errol Flynn für toll findet und eigentlich seine anderen Filme gewohnt ist. Und damit kann ich dem Film eigentlich so auch nur 4 von 10 Punkten geben. Also eigentlich schade. Und für die jetzt, wie gesagt, nur den Abenteuerfilm suchen, die können sich gerne einer Punkte dazu denken. Ja, das war's dann. Schon wieder so eine traurige Review, die ich jetzt eigentlich gar nicht machen wollte. Ich habe den Film wirklich besser in Erinnerung gehabt, aber die Resultate und die Realität sehen oft anders aus. Ne?
Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit eurem nächsten Film, der euch hoffentlich gefällt und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.